Unser Planet, eine pulsierende Kugel des Lebens, verdankt seine Existenz den gewaltigen, rätselhaften Ozeanen, die seine Kontinente wiegen. Diese wirbelnden, saphirblauen Weiten sind weit mehr als nur Wassermassen. Sie sind das Lebenselixier der Erde, treiben unser Klima an, formen unsere Wettermuster und beherbergen eine erstaunliche Vielfalt an Leben, die die kühnsten Vorstellungen übertrifft. Vom mikroskopisch kleinen Phytoplankton, das die Luft produziert, die wir atmen, bis hin zu den ehrfurchtgebietenden Walen, die die Tiefen durchstreifen, wimmelt es in den Ozeanen von einer lebendigen Symphonie des Lebens. Das Tosen der brechenden Wellen, der salzige Duft der Meeresbrise, der hypnotisierende Tanz des Sonnenlichts auf der Wasseroberfläche. Diese Sinneserfahrungen deuten auf die verborgenen Tiefen und Geheimnisse hin, die darunter liegen. Aber die Ozeane sind mehr als nur eine Quelle des Staunens und der Inspiration. Sie sind ein integraler Bestandteil des Lebenserhaltungssystems unseres Planeten. Die Ozeane bedecken über 70% der Erdoberfläche, regulieren die globalen Temperaturen, absorbieren riesige Mengen an Kohlendioxid und erzeugen einen erheblichen Teil des Sauerstoffs, den wir atmen. Sie sind das größte Ökosystem des Planeten und beherbergen schätzungsweise 80% allen Lebens auf der Erde, wobei ständig neue Arten entdeckt werden. Doch trotz ihrer immensen Größe und Kraft sind diese lebenswichtigen Ökosysteme bedroht. Verschmutzung, Klimawandel und Überfischung bringen unsere Ozeane an den Rand des Abgrunds. Es liegt in unserer Verantwortung, die lebenswichtige Rolle der Ozeane für unser eigenes Überleben zu verstehen und diese kostbaren und unersetzlichen Ökosysteme für kommende Generationen zu schützen. Stellt euch eine Zeit vor, als unser Planet ein feuriger Inferno war. Seine Oberfläche ein geschmolzenes Meer aus Magma. Das war die turbulente Kindheit der Erde vor Milliarden von Jahren. Doch in diesem chaotischen Schmelztiegel wurden die Samen des Lebens und die Ozeane selbst, die sie beherbergen sollten, gesät. Als die Erde über Äonen abkühlte, begann Wasserdampf, der im geschmolzenen Kern des Planeten eingeschlossen war, durch Vulkanausbrüche zu entweichen. Dieser Dampf, der in die Atmosphäre geschleudert wurde, kondensierte allmählich und kühlte ab, wodurch sich dichte Wolken bildeten, die den Planeten einhüllten. Der Himmel öffnete sich und entfesselte sintflutartige Regenfälle, die Jahrtausende andauerten. Diese Sintflut füllte die riesigen Becken des Planeten und bildete die ersten Ozeane. Diese Urmeere waren nicht die azurblauen Weiten, die wir heute kennen. Sie waren wahrscheinlich sauer und heiß, weit entfernt von dem lebensspendenden Wasser, von dem wir abhängen. Über Millionen von Jahren hinweg erfuhren diese frühen Ozeane jedoch eine dramatische Veränderung. Als Flüsse über das Land flossen, verwitterten sie Gesteine und trugen gelöste Mineralien ins Meer. Allmählich veränderte sich die Chemie der Ozeane und wurde lebensfreundlicher. Die Form und Struktur der Meeresbecken wurden durch die unerbittlichen Kräfte der Plattentektonik geformt. Kontinente drifteten, kollidierten und rissen auseinander. Ihre Bewegungen schufen tiefe Gräben, hoch aufragende mittelozeanische Rücken und weite Abgrundebenen. Dieser dynamische geologische Tanz dauert bis heute an, formt die Konturen unseres Planeten und beeinflusst das Lebenselixier, das in seinen wässrigen Adern fließt. Das Verständnis der Entstehung unserer Ozeane ermöglicht es uns, die immensen Zeiträume zu erfassen, über die sie sich entwickelt haben, und das komplizierte Zusammenspiel der geologischen Kräfte, die sie weiterhin formen. Die frühen Ozeane, einst karg und unwirtlich, wurden zur Wiege des Lebens auf unserem Planeten. In diesen Urgewässern sollte sich ein bemerkenswertes Kapitel der Evolution entfalten. Einfache, einzellige Organismen, die ersten Pioniere des Lebens, entstanden in den Tiefen des Ozeans. Diese mikroskopisch kleinen Lebensformen, angetrieben von der Energie der Sonne und genährt von der chemischen Suppe des Ozeans, gediehen und diversifizierten sich. Über Äonen hinweg
brachten diese einzelligen Organismen komplexere Lebensformen hervor, Weichkörperwesen, die Quallen und Würmern ähnelten, trieben durch die alten Meere. Der Meeresboden wurde zu einem Teppich aus bizarren und wundervollen Kreaturen, Trilobiten mit ihren gepanzerten Exoskeletten, riesige Seeskorpione, die die Tiefen patrouillierten, und die ersten Fische, deren stromlinienförmige Körper sich entwickelten, um dieses wässrige Reich zu befahren. Die Ozeane waren ein Schmelztiegel des Experimentierens, der die Entwicklung einer erstaunlichen Vielfalt von Anpassungen vorantrieb. Schalen und Skelette boten Schutz, Flossen und Schwänze ermöglichten effiziente Bewegung und Tarnung und Mimikry wurden zu wesentlichen Überlebensstrategien in dieser Unterwasserarena. Eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des Lebens ereignete sich, als Pflanzen und Tiere begannen, das Land zu besiedeln. Dieser Übergang war ein entscheidender Moment, ermöglicht durch Anpassungen, die es diesen Organismen erlaubten, Luft zu atmen, der Schwerkraft zu widerstehen und sich außerhalb des Wassers fortzupflanzen. Doch selbst als das Leben sich an Land wagte, blieben die Ozeane das dominierende Ökosystem des Planeten. Von der Kambrischen Explosion, einer Zeit der rasanten Diversifizierung der Lebensformen, bis zum Aufstieg und Fall riesiger mariner Reptilien wie dem Ichthyosaurier und dem Plesiosaurier waren die Ozeane eine Bühne für evolutionäre Innovation und Drama im großen Stil. Heute sind unsere Ozeane ein lebendiger Teppich, gewoben aus einer atemberaubenden Vielfalt von Lebensformen. Von den sonnenbeschienenen Oberflächengewässern bis zu den tiefsten, dunkelsten Gräben wimmelt es in den Ozeanen von einer Vielfalt an Leben, die selbst die vielfältigsten terrestrischen Ökosysteme übertrifft. Diese unglaubliche Biodiversität ist nicht nur eine Quelle des Staunens und der Schönheit, sie ist die Grundlage eines komplexen und fein ausbalancierten Lebensnetzes, das die Gesundheit unseres Planeten untermauert. Winziges Phytoplankton, das in den sonnenbeschienenen Oberflächengewässern treibt, bildet die Basis des marinen Nahrungsnetzes, produziert die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, und absorbiert riesige Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Mikroskopisch kleines Zooplankton weidet sich an diesem Phytoplankton und wird zur Nahrung für kleine Fische, die wiederum von größeren Raubtieren gejagt werden. Dieser komplizierte Tanz von Raubtier und Beute, von Leben und Tod, spielt sich über die weite Fläche der Ozeane ab, von den Korallenriffen, die von bunten Fischen wimmeln, bis zum offenen Ozean, der von Haien und Walen patrouilliert wird. Die Ozeane sind nicht nur eine Nahrungsquelle, sie sind auch ein wichtiger Teil des globalen Klimasystems. Meeresströmungen wirken wie ein riesiges Förderband, das Wärme rund um den Globus verteilt, die Temperaturen mildert und die Wettermuster beeinflusst. Die Ozeane absorbieren einen erheblichen Teil des Kohlendioxids, das wir in die Atmosphäre freisetzen, und mildern so die Auswirkungen des Klimawandels. Doch diese lebenswichtigen Ökosysteme sind mit beispiellosen Bedrohungen konfrontiert. Verschmutzung, Klimawandel und Überfischung stören das empfindliche Gleichgewicht des Lebens in unseren Ozeanen. Korallenriffe, oft als die Regenwälder des Meeres bezeichnet, bleichen und sterben aufgrund der Erwärmung der Gewässer und der Versauerung der Ozeane. Die Fischbestände schrumpfen aufgrund von Überfischung und Zerstörung von Lebensräumen. Die Chemie der Ozeane verändert sich und bedroht das Überleben unzähliger Meeresarten. Das Schicksal unserer Ozeane und in der Tat unseres Planeten hängt von unserer Fähigkeit ab, diese Herausforderungen zu verstehen und anzugehen.